Herzlich willkommen zu unserem zweiten Videotalk und Gebet mit Partnerkirchen unserer Lippischen Landeskirche. Mein Name ist Dieter Bökemeyer und ich bin Pfarrer für Ökumene und Mission der Lippischen Landeskirche. A warm welcome to our video talk and prayer together with our partner churches or with some of our partner churches of the Lippische Landeskirche. My name is Dieter Bökemeyer. I'm pastor for ecumenical relations and mission of the Lippische Landeskirche. Ich spreche auch teilweise Englisch, weil wir hoffen, dass auch Menschen aus englischsprachigen Ländern oder anderssprachigen Ländern heute zuschauen. Wir hoffen auch, vielleicht kommen noch zwei Partner aus afrikanischen Kirchen dazu, weil bisher hat es noch nicht geklappt. So, we are translating into English because we hope there are people also from other countries listening to our video talk. Although those who are here are German speaking. In dieser Videokonferenz sind heute Menschen aus 3 Ländern bisher versammelt. Wir freuen uns über ökumenische Partner aus Rumänien und aus Litauen und 3 Vertreter der Lippischen Landeskirche. Es kann sein, dass sich im Laufe der Sendung noch jemand aus Ghana, eventuell auch noch aus Südafrika zuschaltet. Bei diesen Konferenzen machen wir immer die Erfahrung, dass nicht immer alles ganz glatt geht. Wir streamen die Videokonferenz live auf dem YouTube-Kanal der Lippischen Landeskirche und ich begrüße alle, die da zusammen sind, vielleicht auch, wie gesagt, aus ganz verschiedenen Ländern, und wenn ihr mögt, könnt ihr auf dem Chat auch schreiben und ich lese ein wenig mit. In this video conference, today people from up to now 3 countries are gathered here. Besides Germany, it is Romania and it is Lithuania, 2 churches who are partner churches of our Lippische Landeskirche. We are streaming this meeting live on YouTube channel of the Lippische Landeskirche, and I greet all those who are listening and looking over there, and you might also add your comments in the chat on YouTube. Ich möchte jetzt gerne unsere Gesprächspartner für heute Abend vorstellen, denn wir wollen sprechen darüber, das Leben der Gesellschaft und unserer Kirchen in Zeiten von Corona. Wie geht es euch in euren jeweiligen Kirchen und Gesellschaften? Ich freue mich aber auf jeden Fall ganz besonders, dass 2 unserer ökumenischen Partner heute anwesend sind. I will now introduce our interview partners. Thank you very much for being with us because we want to share our thoughts, our experiences about being society and being church in the time of Corona. Als erstes möchte ich Bela Cato vorstellen. Als Zuschauer seht ihr das auch an den Namen. Bela Cato ist Bischof der unserer rumänischen Partnerkirche, und zwar der reformierten Kirche in Rumänien, Bezirk Siebenbürgen. Herzlich willkommen, Bela Cato. Grüß Gott. Ich bin sehr froh, wenn mit unseren Partnern können wir durch diese Möglichkeiten zusammen sein. Ich bin jetzt in diesem Moment sehr dankbar für diese technische Sache. Was hat uns unsere liebe Gott gegeben? Wir können durch diese technische Möglichkeiten trotzdem zusammen sein. Vielleicht Ich muss einmal etwas unterbrechen, damit wir die Übersetzung kurz machen können. Sabine Hartmann, Referentin für ökumenisches Lernen der Lippischen Landeskirche, macht die Übersetzung. Und muss das Mikrofon anstellen, genau. Genau. Ja, Cato Bela sagte gerade, Cato Bela just said, good evening, hello from Romania. I'm very thankful for the opportunity to be together with partners from different partner churches all over the world. And I'm also very thankful for the technical possibility of having this digital meeting that is really a wonderful gift of God, from God.
Ich denke, nach dem Zweiten Weltkrieg niemals war der Welt so vereinigt wie heute, weil das Thema ist überall die Gesundheit ist. Und diese Coronavirus hat uns geeinigt und wir können heute natürlich fast nur unsere Diskussion nur mit diesem Thema beginnen. Ja, das werden wir gleich dann auch etwas genauer sehen. Vielen Dank, Katubela. Shall I translate? Ja, please. Okay. After World War II, that is my opinion, the world was never so united as it is today because the topic is everywhere the same, health. So Corona really united us very much. Als zweites möchte ich herzlich willkommen heißen Holger Lahén aus Litauen. Holger Lahén ist Katechet der reformierten Kirche in Litauen und gleichzeitig Beauftragter für die ökumenischen Beziehungen. Herzlich willkommen, Holger. Ja, guten Abend nach Deutschland. Ja, ich bin seit 1,5 Jahren hier in Vilnius tätig, als Zweitpastor hier in der Vilniuser Gemeinde. Die Kirche ist direkt hier nebenan in der Altstadt von Vilnius. Ich selbst bin deutscher Staatsbürger, deswegen auch der nicht so ganz litauische Name, aber hier seit einigen Jahrzehnten im Land und jetzt halt auch ordiniert in der reformierten Kirche des Landes und ja, auch als Deutschsprachiger natürlich und Englischsprachiger haben sie mich verantwortlich gemacht für ökumenische Beziehungen. Ja. Hier jetzt aus Vilnius und hier aus der litauischen Hauptstadt. Ja, vielen Dank. I'm Holger Lahén from Lithuania. I'm the second minister at the Reformed Congregation of Vilnius, that is located in the old town of Vilnius. I'm a German citizen, but I live here in Lithuania for a decade in the Reformed Church, and I'm working for the ecumenical relationships, particularly for the German-speaking and English-speaking ones. Ja, vielen Dank. Und die Lippische Landeskirche wird vertreten von Landessuperintendent Dietmar Ahrens, der jetzt auch die offizielle Begrüßung und Einleitung. Ja, einen schönen guten Abend auch von mir. Ein herzliches Willkommen hier zu diesem Videotreffen. Natürlich besonders ein herzliches Willkommen unseren beiden ökumenischen Partnern, die schon präsent sind. Yeah, Church moderator Dietmar Ahrens from the Church of Lippe is greeting us now, and he says, of course, a warm and deep heart welcome to this video conference, most of all to those partners who are already joining the conference. Aber ein herzliches Willkommen auch denen, die einfach zuschauen und gucken und etwas davon erfahren wollen, wie die Situation in unseren unterschiedlichen Partnerkirchen ist und auch teilhaben wollen an unserem Austausch und an unserem Gebet. And a warm welcome as well to those who are listening and watching the video conference and who are who want to know something about the situation in our partner churches. Zum zweiten Mal kommen wir ja in dieser Form zusammen als Lippische Landeskirche mit einigen unserer Partnerkirchen und es ist gut, dass wir diese Möglichkeit haben, wie es Katubela gerade schon sagte, in dieser Form, in dieser Zeit zusammenzukommen. It's the second time now that we have this kind of video conference with some of our partners, and it's really good, as Katubela just mentioned, that this possibility is given to us. Am Anfang der Krise, der Corona-Krise, waren wir sehr stark damit beschäftigt, wie kriegen wir das alles geregelt, wie müssen wir Dinge organisieren in unserem eigenen Bereich und irgendwann, relativ bald aber tauchte dann die Frage auf, wie geht es jetzt eigentlich unseren Partnern? At the beginning of the crisis, the most striking question for all of us was, how are we going to organize our businesses and our private lives? But it didn't take a long time when the question just occurred, how are our partners in the world doing?
Als Lippische Landeskirche ist uns der Gedanke besonders wichtig, dass wir Kirche nicht einfach nur für uns alleine sind, sondern Kirche sind wir immer gemeinsam mit anderen. Nur mit anderen gemeinsam können wir Kirche sein und das wird exemplarisch deutlich an unseren Partnerkirchen, an der Gemeinschaft mit den Partnerkirchen. Und deshalb ist es gerade in dieser Zeit wichtig, voneinander zu wissen und füreinander da zu sein. For the Church of Lippe, it is very important that church is never a church for itself. It's always a church together with others. And this is as an example in these special times. Und da haben wir gedacht, es ist gut, wenn wir Geschichten austauschen, davon erfahren, wie geht es uns und da auch miteinander das im Gebet, ins Gebet nehmen. Und deshalb ist es schön, dass wir heute Abend wieder in dieser Runde so zusammen sein können im Videomeeting. Jetzt habe ich leider ein technisches Problem. I have a technical problem. I didn't get everything because our internet is weak, but I tried. It is good that we can exchange stories, that we can exchange tonight about how are we doing, how are our relationships doing, how is the situation at the moment in the countries, in the churches, in the partner churches. And it is also good that we can pray for each other. Diese Krise oder das Leben in dieser Krise zeichnet sich ja auch dadurch aus, dass wir voneinander getrennt sind, in vielfacher Weise ja auch von Angehörigen, die wir nicht besuchen können und in vielfacher Weise nicht zusammenkommen und uns trotzdem verbunden wissen. Und das, denke ich, gilt ja auch für unser Miteinander in den Partnerschaften, dass wir voneinander getrennt sind, uns aber doch zusammengehörig wissen und deshalb ist es schön, dass wir heute Abend so zusammen sind. One of the most striking points of this crisis is that we have to live in distance from our beloved ones and also from our partners, and it's good to know that we are together, that we are bound together, although we do not meet and we cannot meet. So we know that we belong together and we can show this tonight in this special way. Ich finde, das ist ein wunderbarer Ausdruck unseres Glaubens, unseres gemeinsamen Glaubens, unseres Verbundenseins in diesen schwierigen Zeiten. So it's also very wonderful expression of our faith, being together in this way, in these very difficult times. In diesem Sinne, herzlich willkommen. Hence, once again, welcome. Ja, vielen Dank. Ja, und das wollen wir genau tun, jetzt unsere Erfahrungen teilen. Und ich würde gerne Kato Bela als erstes fragen. Im Vorgespräch haben wir ja schon so ein bisschen gehört, dass der sogenannte Lockdown oder Shutdown in Rumänien teilweise noch sehr viel strenger gewesen ist als bei uns in Deutschland. Bitte erzähl uns doch einmal, wie die Situation einmal, was die Gesellschaft betrifft, bei euch in Rumänien ist und auch was eure Kirche betrifft. Ja, wirklich in unserer Rumänien war... Ja, die Übersetzung zuerst. Ja, okay, danke schön. Sorry. So we would like to share our experiences now, and we ask you, Kato Bela, to tell us a little bit about the situation in Romania, in the society, but also in the church. What we have heard, because we talked about in advance about the whole situation, that the lockdown in Romania is explicitly strong and very hard. So please tell us a little bit about your situation. Ich denke nicht nur in Rumänien, aber in alle Ostländern war viel strenger diese Gesetze, was die Behörden haben ausgegeben, aber vielleicht wir könnten ein bisschen besser nehmen, weil wir haben sehr viel Zeit in Diktatur gelebt und dann, wenn ein bisschen etwas kommt zurück von dieser, das war nicht so große Überraschung.
So I think in all the Eastern countries, the shutdown is really very severe and very hard. But maybe we can get something from it. Sorry, I didn't get everything. Once again, I have technical problems. In Rumänien hat am größten Problem bedeutet dann die viele Rumänen. Dann einige sagen 4 Millionen Menschen nach der Wende hat in Westeuropa oder überall in ganzer Welt herausgewandert. Und mit der Krise jetzt viele Menschen sofort haben zu Hause gekommen. Einige natürlich leben im Ausland ohne stabile Wohnung etwas. Und darum sie schnell, wenn war diese Krise, dann haben nach Hause gekommen. Und niemand hat gewusst, in welche Gesundheit haben, und sie haben auch nicht deklariert. Dann sie haben auch ein bisschen hintern geblieben. In Romania, one problem is that about 4 million Romanians have been migrated after the political change to Western European countries or other countries. And when they heard about the crisis, they immediately decided to go home. Most of all because many of them do not live in good life conditions in the countries where they have migrated to. So they returned home, but nobody knew how is their health condition. They even did not know by themselves. Die Behörden haben ziemlich früh diese Ordnungen gemacht, und wegen dieser, Gott sei Dank, heute noch nur 800 Tote sind. Und das ist wirklich, wenn wir vergleichen wir mit westeuropäischen Zahlen, das ist auch nicht so große Zahlen. Und wenn wir über unsere Kirche sprechen, die Tote sind unter den 10. Dann in unserer Kirche haben nur rund 10 Leute gestorben. Und natürlich waren alle meistens alle alte Menschen und haben auch andere chronische Krankheiten. Ja. The administrations in Romania reacted very early. They gave the laws for the shutdown very early. So maybe the situation is better than it is in many Western European countries in comparison, because we only have a mortality rate at the moment of about 800 losses. And in our church, we can say that under 10 persons lost their lives concerning Corona. And these people were most of all old people with illnesses that they had before. Wir haben, die Kirche hat auch sehr schnell reagiert und dann hat mit der Behörde zusammengearbeitet natürlich. Wir haben in unserer Katechesestunde immer darüber gesprochen, wenn du bist krank, du gehst nicht in die Gemeinde und nimmst du kein Abendmahl und solche Sachen. Wir auch in Katechese übergeben für die Jugend. Das ist eine normale Sache. Die Menschen wissen das, in welcher Situation was muss man machen. And the church also reacted quite early, cooperated immediately with the state and all the laws that were given concerning the disease or the pandemic. And we also said to our congregation members and church members, please, when you're ill or if you feel ill, do not participate in anything in church, in the congregations, stay at home. Also, the young people, the catechism classes, all had to stay at home and they did not feel well. Die Kirche natürlich waren zu und dann wir können nicht Gottesdienste behalten, nur durch Internet oder durch Facebook. Aber sehr schnell, dass man sieht, dann unsere Pfarrgeneration ist ziemlich jung und sie haben gelernt, wie man arbeitet mit diesen Methoden und sie haben sehr schnell reagiert. Ich war auch überrascht, wie schnell können diese
junge Menschen reagieren und heutzutage sind sehr viele Gottesdienste und kannst du wie in ein Restaurant wählen, welche willst du hören und so. Und am Ende sagen wir, es wäre genügend 4 gute Prediger auswählen und die andere loslassen, weil sie können dann auch diese Menschen die Probleme lösen. Aber nein, dass natürlich die Gemeinden, die alten Menschen wollen mindestens die eigene Pfarrer hören. Aber einige machen so, sie schreiben auf die Predigt und sie verteilen jede Familie eine. Und wirklich jetzt sind verschiedene gute Initiativen. Was können wir von dieser einige auch nach der Krise auch behalten? Also the churches are closed, of course. It is not possible to celebrate any worship services, but many ministers turned to celebrate worship services or Bible studies via internet or Facebook, and we have the advantage that our ministers are quite young, so they can really use the digital methods quite quickly and can perform in this way very well. And I say it's a little bit like in a good restaurant. There are so many worship services that you can definitely choose which one you want to watch today or to listen to. And we also say sometimes a little bit joking, maybe we can just also choose our best ministers and we can just send the other ones at home and they only preach via internet and everybody can listen and watch. But of course this is a joke because every church congregation wants to have its own minister, particularly the elderly church congregation and members. They do not want this form of internet for longer time. But it's interesting which kind of possibilities we find to perform church life, because some of our ministers also, when they have written their sermons, they give them to families so they can read them or can see them. And so there are a lot of different initiatives that we maybe can keep later as well when the crisis is over. Gibt es denn besondere Schwierigkeiten auch, vor die die Corona-Krise euch speziell auch als Kirche stellt? Are there any special difficulties the Corona crisis is causing for you as church? Ja, wir haben ziemlich schnell eine Rundfrage angestellt für alle Gemeinden und von 550 Muttergemeinden hatten 40% deklariert, sie haben nur einen Monat Reserve. Das bedeutet jetzt, wir sind schon am Ende 2. Monat, dann mehr als die Hälfte der Gemeinde haben keine Ressourcen mehr, weil keine Kollekte, keine Kirchensteuer, weil die gehen nicht mehr, nicht durch Bank überweisen diese Sache. Und das bedeutet jetzt, wenn das geht noch weiter und weiter, dann wir wissen nicht, was man passiert. Jetzt wirklich existenzielle Fragen sind so schnell von was bezahlen die Elektrizität, Gas und die anderen auch die Löhne für die Mitarbeiter. Das ist wirklich jetzt eine Krise. Wenn nach dem 15. Mai vielleicht entlöst man und lässt man ein bisschen frei, dann wir werden sehen, wo können wir wirklich helfen und auch von was können wir helfen. Das ist auch ein großes Problem. Yes, we have problems. At the beginning of the crisis, we asked all our church congregations about their difficulties. We have 550 so-called mother congregations, and 40% of them said that they only have resources, financial resources, for 1 month. Now we are at the end of the 2nd month of the crisis, and we found out that really the resources are finished. So there are no collections. We have difficulties with the small church, so-called church tax system we have.
So in the congregations, the ministers and the workers do not know how to pay for electricity, for gas, and also what about the wages of the workers. We hope this all will become a little bit better after the 15th of May, because then our lockdown shall be loosened a little bit, and maybe then things can change. But we really have to think about how can we help our church congregations in this way, in this crisis. Vielen Dank, Kato Bela. Gerade dieses Problem, was du am Schluss beschrieben hast, die finanzielle Situation, die sich durch Corona für viele Kirchen verschlechtert hat, das hören wir von vielen. Da sind wir mit unserem Kirchensteuersystem noch vergleichsweise gut daran. Die Reaktion kommt wahrscheinlich etwas später, aber das ist was ja vielen große Sorgen macht. Menschen geben normalerweise ihre Kollekte im Gottesdienst. Davon werden auch die ganzen Ausgaben bestritten. Wenn kein Gottesdienst stattfindet, dann keine Kollekte. Vielen Dank für diese Gedanken und dass du uns diese Dinge geteilt hast. Dankeschön. Thank you so much. It's interesting that you mentioned the financial problem at the end, because this is something that is bothering all or many of our partner churches. We in Germany, with our special church tax system, may have the problems a little bit later. At the moment, we are quite safe, but in many other churches where the wages and all the payments for the congregational locations and buildings really depend on collections, the situation is really severe due to the Corona crisis. Ich würde jetzt gerne nach Litauen schalten und Holger Lahén ins Gespräch bringen und dich fragen, Holger, erkennst du vieles wieder von dem, was Kato Bela erzählt hat? Wie ist die Situation in Litauen und in eurer reformierten Kirche dort? So I would like to switch to Lithuania. Holger Lahén, did you see or did you hear something that sounds similar to you and your situation in Lithuania when you listen to Kato Bela? Would you please tell us a little bit about the situation in Lithuania? Ja, tatsächlich sind da viele Ähnlichkeiten zu erkennen. Litauen ist ja auch ein postkommunistisches Land wie Rumänien. Und jetzt im Hinblick auf den Coronavirus auch eine, denke ich, ähnliche Situation. Litauen kann sicher dankbar sein, dass die Infektionszahlen sich hier sehr in Grenzen halten. Wir haben Stand heute insgesamt nachgewiesene Infizierte gut 1400 und keine 50 Todesfälle im ganzen Land. Ja, da kann man, wenn man sich westeuropäische Länder anguckt, dankbar für sein. Selbst wenn man das natürlich hochrechnet, sind das geringe Zahlen. Litauen hat wirklich das Privileg gehabt, dass als die Maßnahmen ähnlich wie in Rumänien ergriffen wurden Mitte März, nur ganz wenige Infektionen im Land gab und diese Maßnahmen dann auch, ja, die ähnlich wie in Deutschland und auch sicher in Rumänien gegriffen haben. So yes, I saw, I see, and I hear many things from what Kato Bela said, which is similar to our situation in Romania. Of course, Lithuania is also a post-communistic state. We can be very thankful for a very, very low infection rate, and we do not have more than 50 deaths, so the mortality rate is also very, very low. And all the measures coming from the state and the government are comparable to those in Romania. Unfortunately, already my internet was too weak. I didn't get everything. If there was anything that I missed now, please repeat. Ja, an sich die Stimmung im Land ist relativ, ja, immer noch recht positiv. Wie der Bruder aus Rumänien sagte, auch die Litauer sind gewöhnt, Anordnungen Folge zu leisten. Wir haben hier zum Beispiel eine allgemeine Maskenpflicht, auch auf der Straße, überall.
dem wird auch ohne Probleme Folge geleistet, auch von jüngeren Leuten. Ja, die problematisch ist sicher die Folgen für die Wirtschaft in Litauen. Die werden sehr gravierend sein, wie schon 2009 bei der Finanzkrise. Da war die Rezession deutlich schärfer als in Deutschland, und das wird jetzt auch ähnlich sein. Der Staat hat nicht diese finanziellen Möglichkeiten wie jetzt in Deutschland. Es gibt viele Mittel nicht, wie Kurzarbeit und so weiter. Die Finanzdecke vieler Unternehmen ist halt doch deutlich dünner als in Deutschland. Und ja, und da waren die Maßnahmen ähnlich hart für den ganzen Dienstleistungsbereich, sehr hart. Jetzt wird auch ähnlich wie in Deutschland einiges wieder gelockert, aber wir sehen schon hier in unserer Nachbarschaft Geschäfte, die dicht gemacht haben. Und ja, das wird uns in diesem Jahr noch, das ganze Land auch im nächsten Jahr sicher noch beschäftigen, um es mal so zu sagen. The atmosphere in the country is still positive. People are still in a quite good mood. That is something that we can say. And similar as it is in Romania, also in Lithuania, people are quite used to follow orders from state and government. So one example is that it is a must to wear face masks, and people follow. That is no problem at all. But the consequences for the economy will be really severe. We already suffered in 2009 when the big economic crisis occurred. We suffered a lot. The recession was definitely more problematic in Lithuania as, for example, in Germany. And the situation after the corona crisis will be similar. We are afraid, and we do not have all these special things like short-time work or a financial security for workers as they exist in Germany or Western European states. So we think that the service sector, for instance, in the economy will suffer a lot, and we can already see that shops are closed and they will not open again after the crisis. We will see what the smooth changes of the curfew will bring now. Wie wirkt sich das alles jetzt auf die Kirche aus an Schwierigkeiten? Aber siehst du auch Chancen, oder welche Chancen werden bei euch in der Kirche in dieser Krise ergriffen? So, how is the situation of the church, and are there any difficulties or challenges, or on the other hand also chances? Unsere Kirche ist ja deutlich kleiner als die rumänische. Wir sind 10 Gemeinden, also eine sehr überschaubare Kirche, was vieles einfacher macht. Die Stimmung auch in der Kirche insgesamt ist auch noch recht gut, muss man sagen. Wir bieten jeden Sonntag 3 Übertragungen aus 3 Gottesdiensten an, aus Birge, Kaunas, Vilnius über Facebook. Haben auch ähnlich zügig reagiert wie die rumänische Kirche. Wir bieten jeden Abend um 8. Da wechseln sich die Verkündiger und Pastoren ab, um 8 Uhr abends. Also jetzt gleich eine Andacht mit Gebet oder katechetisches Element aus einer Gemeinde reihum. Das wird auch über Facebook sehr gut angenommen, wie auch die Gottesdienste. Da ist tatsächlich, unsere Kirche war da nicht so modern aufgestellt. Wir hatten noch überhaupt keine Übertragung oder so gemacht. Das hat sehr gut geklappt und ist sehr gut aufgenommen worden. Und werden wir sicher auch die Gottesdienstübertragung beibehalten, weil sich das bewährt hat. Wobei man auch sehen muss, manche Ältere bleiben damit ein Stück weit auf der Strecke. Ne? Die meisten haben hier schon Internetzugang. Litauen hat ja Glasfaser fast überall.
Das ist kein Problem, aber der ein oder andere wird nicht erreicht. Und gerade jetzt eben hier nebenan im Raum hat meine Frau mit einer älteren Schwester aus der Gemeinde eine Stunde, schätze ich mal, telefoniert, weil die hat kein Internet und erhält die Beziehung jetzt aufrecht auf diesem Wege. Ne? Diese Hilfsmittel, Skype, Zoom, was auch immer, können halt doch keine persönliche Gemeinschaft vor Ort ersetzen. Und ja, das sollte man auch nicht vergessen. Mhm. Yes, our church is smaller than the one in Romania. We only have 10 congregations, so many things are easier to be solved. So I can say the mood of the affiliates is still fine, well, quite fine. What we do, every Sunday, we broadcast 3 worship services via internet from the cities or towns Bijaj, Kaunas, and Vilnius, from the congregations there, from the Reformed congregations there. Our church also reacted quite quickly concerning the corona crisis, with all the necessities that this brings. And we also send every evening around 8 o'clock a Bible study. We broadcast a Bible study from different congregations via internet, Facebook, and all the other services. And this is accepted very well by the people. Maybe because our church was not that modern before, it's now something new that many people really accept and really appreciate. So we think about keeping the broadcasting of worship services via internet and streaming and so on. But what we consider and what we discovered and what is negative, some of our elderly people feel excluded, and they do not follow. They cannot follow because they do not have the technical possibilities. So my wife, just while we are talking here in this video conference, was just talking to an elderly woman from our congregation via phone at the moment, because she, the elderly woman, does not have any possibilities of following us via internet. So my wife spoke to her really about an hour, and she tries to keep contact in this way. So all the technical possibilities do not offer us the opportunity of living a real community. Kato Bela erzählte ja, dass die Gemeinden unmittelbar auch die finanziellen Probleme gespürt haben durch den Shutdown. Ist das bei euch in Litauen auch so? Is it the same challenge or the similar challenge as Kato Bela told, that the finances are going down because of the shutdown? Ja, da können wir bisher sicher dankbar sein, dass die Situation, wie mir scheint, besser ist als in Rumänien. Und tatsächlich auch sicher auch viele an Einnahmen durch die Amtshandlungen und Kollekten fallen weg. Wobei ja die Litauer auch ähnlich wie anderen, die Esten oder sind ja doch, ja, nutzen gerne die neuen technischen Möglichkeiten, und tatsächlich haben die Leute gebeten, mehr Überweisung zu tätigen, und das ist tatsächlich auch geschehen, und sodass bisher die Finanzlage der Kirche insgesamt befriedigend ist, sagen wir mal so, durchaus. Andererseits wird wahrscheinlich im Herbst oder dann nächstes Jahr das doch deutlich schwieriger werden, denn eine wichtige Einnahmequelle sind zum Beispiel in den Lettland, Litauen die Friedhofsfeste, die sogenannten im Sommer, wenn die Reformierten, auch die Lutheraner, sich auf den Friedhöfen versammeln, Gottesdienste feiern, und da wird traditionell sehr viel gespendet, bar. Ob das dies Jahr so möglich sein wird, ist die Frage. Und diese Friedhofsfeste haben
ein Großteil der Kollekten jedes Jahr eingebracht. Da wird zu sehen sein, wie das im Herbst aussehen wird. Es wird dann auch zu sehen sein, wie sich der Arbeitsmarkt entwickelt. Wenn die Leute ihren Job verlieren, dann werden sie in Litauen, ja, da bleibt dann nicht mehr so viel an Arbeitslosengeld. Also die Frage, wie die wirtschaftliche Krise sich dann durchschlagen wird auf die Kirche. Also noch durchaus positive Lage, aber ich sagte auch meinen Kollegen schon, oder gucken wir da mal im Herbst und im nächsten Jahr, wie sich dann das darstellt. Aber Gott sei Dank noch keine akuten Nöte, sagen wir so. At the moment, we are thankful that the situation is not as bad as it seems to be in Romania. Of course, we also face the problem of missing collections and donations, but because so many people follow us via internet and really take the new technical possibilities as theirs, we could, for instance, ask for donations via internet, and people donated. So we are a little bit better as the Romanian brothers and sisters are in this situation. The financial situation is quite okay. But at the moment, this is really the situation at the moment. We do not know what's going to happen this autumn or next year, because when everything is still quite shut down, we do not know how the financial development will be. I give an example. In summertime, we have a tradition of cemetery festivals, let me call it like that, meaning people are gathering on the cemeteries, celebrating worship services and thinking at the ancestors. And this is an occasion where people give donations and collect a lot of money. This is a tradition, and the biggest amount of what we collect in the year is really given during these cemetery festivals. When they do not take place, we do not know what's going to happen with our finances. And another question is, what is about the development of the working market when many people are unemployed, they cannot pay. So this also has an impact on our churches, maybe on our financial situation. So at the moment, we can say the situation is quite all right, but many of us are looking into the future with a little bit concern. Ja, vielen Dank, Holger. Und ich würde jetzt gerne Landessuperintendent Dietmar Ahrens bitten, zu beschreiben, wie es in Lippe, Deutschland ist und auch die Situation der Lippischen Landeskirche. So now I would like to thank, first of all, Holger for his perspective, and like to ask Dietmar Ahrens as moderator of the Lippe Church to explain how his perspective on Corona here in Lippe and Lippe Church is. Ja, vielen Dank. Auch wir befinden uns ja in der 8. Woche sozusagen seitdem die Krise sich so zugespitzt hat und wir viele Bereiche des öffentlichen Lebens stillgelegt haben. Thank you very much. Yeah, we also face the 8th week of the Corona crisis and the 8th week that the public life is nearly standing still, so the lockdown is there. Und vieles von dem, was ihr erzählt habt aus Litauen, aus Rumänien, könnte man in ähnlicher Weise auch aus Deutschland erzählen. So many things that you have told us from Romania and from Lithuania is comparable to what is happening in Germany. In Deutschland haben wir ja eine relativ hohe Infektionsrate allerdings. Wir haben inzwischen 165.000 Menschen, die mit dem Virus infiziert sind. Fast 7.000 Menschen in Deutschland sind bereits gestorben durch die Krankheit. Hier bei uns in der Region, im Bereich der Lippischen Landeskirche, waren es bisher 30 Todesfälle. In Germany, the infection rate is quite high. We have 165,000 infected people at the moment, and 7,000 people died from COVID-19. Here in Lippe, in the region, which is covered with the
part of the Church of Lippe as well, we have 30 people passed away. Und trotzdem sagen wir so, wenn wir in manche unserer Nachbarländer schauen, wenn wir nach Italien schauen, nach Frankreich, nach Spanien, da muss man trotzdem sagen, trotz der hohen Zahlen, gerade der Infizierten, eigentlich kommt unser Land vergleichsweise, wenn man es damit vergleicht, noch gut zurecht mit der Krise. But when we look into our neighbor countries, such as Italy, France, or Spain, we have to say that fortunately, although the infection rate is very high in Germany, we seem to cope with the situation quite well. Zum Beispiel haben wir bisher nicht die Situation, dass unser Gesundheitssystem überfordert wäre. Da haben ja viele Angst vor gehabt, auch gerade aufgrund der Bilder, die aus anderen Ländern uns erreicht haben, dass so etwas auch bei uns drohen könnte. Und das hat sich bisher, Gott sei Dank, nicht bewahrheitet. For instance, our health system, there were big concerns that it will be overwhelmed by the situation as it is in other countries. And we have to say, fortunately, this did not happen. Für das kirchliche Leben gilt das, was ihr auch erzählt habt. Wir haben seit vielen Wochen, seit etlichen 8 Wochen oder so, keine öffentlichen Gottesdienste gefeiert. Besonders schmerzhaft war es natürlich über die Feiertage, Karfreitag und Ostern, dass wir nicht miteinander zusammenkommen konnten, um Gottesdienst zu feiern. Aber auch bei uns ist es so, dass sich eine große Kreativität entwickelt hat, was an Gottesdienstangeboten online zum Mitnehmen und was es nicht alles gibt. Das ist wirklich schön zu erleben, auf der anderen Seite auch kreativ Gemeinden dann auch damit. We also have no public worship services for nearly 8 weeks now, which is particularly painful because we could not celebrate Good Friday and Easter together in our congregations in community. But on the other hand, we can say that many people develop a lot of creativity to cope with this situation also. So there are also online services, online worship services, or services to go, a lot of different creative methods to celebrate worship service and to have community are coming up. Es gibt aber auch sehr, wie ich finde, schon auch sehr, sehr schmerzhafte Dinge. Also ich denke zum Beispiel daran, dass doch, wenn Menschen versterben und Beerdigungen stattfinden, sie eben nicht so stattfinden können, wie Menschen sich das gewünscht hätten und wie Familien sich das wünschen würden, sondern man kann nur im kleinen Kreis zusammenkommen, nur auf dem Friedhof, nicht in der Kapelle, in der Kirche. Das ist schon auch wirklich eine schmerzhafte Situation. But there are also very painful things that we experience at the moment. I think particularly of those people who die, who pass away, and their families and loved ones, because it is not possible to bury these people. No funerals are possible in the way that families and friends would like them to have. It is only allowed to meet in a very small group and not in the church or in the chapel, only under the sky on the cemetery, and that is of course very painful. Eine andere Situation, die ich schon auch als sehr, sehr schwierig und schmerzhaft wahrnehme, ist die Situation in den stationären Altenhilfeeinrichtungen. Vielfach muss man schon sagen, dass Menschen dort auch sehr isoliert sind. Sie dürfen keinen Besuch empfangen. Das ist schon auch eine wirkliche große Schwierigkeit. Another painful thing is the situation in the old age homes. People there are very isolated. It is not allowed for their families and friends to visit them, and that is of course a very, very difficult and problematic situation. Jetzt in diesen Tagen erleben wir gerade so erste Erleichterungen. Am Sonntag haben die ersten Gottesdienste wieder in unseren Kirchen stattgefunden. Sehr eingeschränkt, doch
Man sitzt im weiten Abstand voneinander, man trägt Nasenschutz. Wir dürfen nicht singen, also es ist noch sehr eingeschränkt, aber es gibt so die ersten Anfänge wieder auch von gottesdienstlichem Leben in den Gemeinden, in den Kirchen, wo Menschen wirklich in der Kirche zusammenkommen. At the moment today and from now up, we experience a first smooth new opportunities of meeting again. For instance, it is possible to celebrate worship services now again in our churches, of course, under restrictions. We have to keep social distance, we have to wear masks, face masks, and it is not allowed to sing. So restrictions are there, but we are allowed to meet again in our church buildings. Und das nehmen die Gemeinden sehr unterschiedlich wahr, beginnen teilweise mit, teilweise warten sie noch damit. Das ist also auch sehr unterschiedlich, wie Gemeinden das dann gestalten, so diesen Wiederanfang. Möglich ist es seit letzten Sonntag. So it's possible since last Sunday, but of course our congregations are coping with the situation in a different way and are working with the situation in a different way. Some have already started in advance, not in advance, in that very moment when it was allowed. And some others are still hesitating and say, okay, we have to organize a few things. We wait a little bit and start later. Jetzt gerade kam auch die Nachricht, dass dann eben ab nächste Woche es auch wieder möglich sein wird, natürlich auch unter bestimmten Einschränkungen, aber es wird irgendwie wieder auch möglich sein, Menschen in stationären Altenhilfeeinrichtungen zu besuchen. Also auch da merken wir so allmählich leichte Lockerungen. And from next week, this is a news that just came in today. Also, the restrictions for visiting people in old age homes and caring homes are a little bit will be loosened, and it will be possible to visit these old people again. Of course, in a special manner and with restrictions, but it will be possible. Eine besonders große Herausforderung sind natürlich die wirtschaftlichen Folgen dieser Krise, auch bei uns. Und wir machen uns auch durchaus Sorgen, was das für die Finanzen der Kirche bedeutet. Das kann man auch nicht verschweigen, dass das bei uns dann durch das System, was wir haben, mit einer Verzögerung, aber es wird zu erheblichen finanziellen Einbußen auch für die Kirche führen. Da sind wir uns doch relativ sicher und das macht uns natürlich auch Sorgen, kann man nicht anschauen. We are also concerned about the economic consequences of the corona crisis. We are very sure in the Church of Lippe that we will face big challenges because of our system. Was already mentioned. The financial problems may come a little bit later, not immediately, but we are very, very sure that they will come, and that also concerns us a lot. Nichtsdestotrotz haben wir jetzt gerade in diesen Tagen einen sogenannten Nothilfefonds aufgelegt, wo wir gesagt haben, wir wollen Menschen, die durch diese Krise in besonderer Weise betroffen sind, auch zumindest ein Stück weit mit unterstützen können. Und wir wollen vor allen Dingen auch in gleicher Weise Menschen in unseren Partnerkirchen darin Unterstützung bieten können. Deswegen haben wir so einen Nothilfefonds aufgelegt, wissend, dass unsere eigenen Finanzen nicht besser werden, sondern wahrscheinlich doch deutlich schlechter werden in der nächsten Zeit, haben wir trotzdem gesagt, das ist jetzt ein wichtiges Signal, was wir geben wollen. Und, das haben wir jetzt gerade in diesen Tagen auch. Although we know that our financial situation will become worse, we think it's a very very important signal of showing our solidarity with people who are definitely in need. People here in Germany, in Lippe, but also people in our partner churches. And so we just organized a kind of emergency fund from which we will support people in need, as I said, here in Lippe, but also people in need in our partner churches. And we think this is a very important signal. Soweit vielleicht zur Situation hier bei uns in der lippischen Landeskirche. So far, the situation here in the Church of Lippe. Ich danke ganz herzlich allen dreien für die Beiträge. I thank very much all
the three contributions. Wir haben von Anfang an gesagt, wir wollen miteinander das teilen, was uns in dieser Corona-Situation belastet oder überhaupt betrifft. Aber wir wollen es auch mit Gott teilen und miteinander beten. Das kann man auch über diese Videokonferenzen und YouTube machen. Und das wollen wir jetzt auch hier tun. Und ich bitte jetzt Kato Bela und Holger Lahén, in der Sprache, in der ihr möchtet, jeweils einen kurzen Gebetsteil zu sprechen. Also zumindest Ungarisch wird es ja sicher werden. Und ich würde dann auf Deutsch auch noch einen Teil sprechen, dass wir dann gemeinsam alle und auch mit der YouTube-Gemeinde das Vaterunser sprechen. So lasst uns beten. Yeah, please, a translation, yeah. Thank you so much for all the contributions, but we are not finished now because we also want to share our experiences with God, not only with together with us and with the people who are listening to us. So we want to pray together, and I ask Kato Bela and Holger Lahén to pray in the language that he likes to pray in, and I will then follow, of course, in German. These prayers will not be translated. So lasst uns beten. Egységes Istenünk, mennyei édesatyánk, köszönjük neked, hogy megmutattad nekünk a mostani helyzetben is, hogy te vagy a mi Istenünk. Megtanítottál bennünket, hogy milyen kicsik vagyunk, és nekünk, hogyha új életet szeretnénk kezdeni, akkor továbbra is hozzád kell kötnünk az életünket. Áld meg a világ minden népét, küzdő, harcoló orvosokat, politikusokat, hogy sikerüljön leküzdeni tudás és az emberi erő által a te segítségeddel ezt a vírust. Áld meg a mi egyházainkat, áld meg a mi közösségeinket mindenkor. Amen. Lieber Gott, wir danken dir, denn hast du jetzt für uns gezeigt, noch einmal, wie klein wir sind. Und du bist die, wer uns schützt. Und wir können nicht in diese Krise zum anderen Kraft gehen, nur zu dir gehen wir und fragen wir, liebe Gott, behüte die ganze Welt, behüte du die Ärzte, die Politiker, die alle Menschen wirklich kämpfen mit dieser. Und hüte dich, du, unsere Kirchen. Wir können weiter beten für die ganze Welt und für die Menschen, die in dieser Situation sind. Gott, liebe Gott, bleib mit uns in Ewigkeit. Amen. Unser lieber Gott im Himmel, wir danken dir, dass du unsere Zuflucht bist, unsere sichere Burg und dass wir in Zeiten dieser Krise im Glauben an dir Halt finden können. Wir danken dir für die Gemeinschaft der Kirchen in Europa und auf der ganzen Welt untereinander, für Geschwister hier in Litauen, Gemeinschaft hier mit anderen Kirchen, aber auch mit Kirchen in Deutschland, in Lippe. Danke für das Teilen von gemeinsamen Sorgen und für die Beziehungen untereinander. Wir bitten für die Verantwortlichen in den Ländern, in denen wir sind, dass die Regierenden weise und gute Entscheidungen treffen, die möglichst viel Gutes und möglichst wenig Schaden verursachen. Wir danken für niedrige Zahlen von Opfern in Osteuropa und bitten für Beistand, gerade in den Ländern Westeuropas, die besonders unter dieser Corona-Krise leiden. Wir bitten dich auch für die Kirche in Rumänien, für ihre finanziellen Nöte, dass du den Mitarbeitern und Pfarrern hilfst und den Gemeinden, die auch diese nächsten Monate schon zu überstehen. Wir danken für
ja, dass unserer Kirche finanziell gut geht und auch den deutschen Kirchen gut geht, aber bitten dich um Weisheit für Entschlüsse, um weise Entschlüsse die nächsten Monate in die Zukunft zu bewältigen. Bitten dich besonders für die älteren Menschen, die gerade hier in Litauen wohl so schnell nicht in die Gemeinde wieder kommen werden, dass du sie ansprichst und sie im Glauben stärkst, auch wenn sie nicht physisch in die Kirchen kommen können oder es nicht wagen. Hilf gerade den Älteren und auch den Bewohnern von Senioren und Alten- und Pflegeheimen, dass sie nicht erkranken und diese Krise überstehen. Danke, dass wir uns an dich wenden können und du uns erhören willst. Amen. Gott, viele Wochen jetzt hält die Covid-19-Pandemie die ganze Welt in Atem und auch unsere Länder, aus denen wir heute hier uns getroffen haben und treffen. Jetzt sprechen wir über Öffnungen nach so radikalen Schließungen, die wir erleben mussten. Gott, wir bitten dich um Augenmaß für diejenigen, die diese Entscheidungen jetzt zu treffen haben. Viele Menschen drängen vorwärts auf mehr Öffnungen, andere machen sich große Sorgen, ob es nicht zu schnell geht. Gott, bitte schenke in unseren jeweiligen Ländern verantwortungsvolle politische Entscheidungen, damit die Pandemie jeweils unter Kontrolle bleiben kann. Gott, wir denken an die Menschen, die gestorben sind und bitten dich, nimm sie bei dir in Frieden auf und tröste die Angehörigen und Trauernden. Wir bitten dich um die mit Atemnot ringen, die gerade jetzt schwer erkrankt sind, heile sie. Wir bitten dich um die Menschen, die Angst haben und vor Ansteckung, bewahre sie. Bewahre vor allem die auch in Krankenhäusern und in Altenheimen arbeiten und ihren Dienst so treu und verantwortungsvoll tun. Bewahre auch sie. Gott, wir bitten dich für unsere Welt, dass sie aus dieser Pandemie herausfindet, aber auch daraus lernt, dass wir lernen, danach nicht einfach wieder so weiterzumachen, sondern versuchen auch Lehren daraus zu ziehen. Bitten dich, dass wir internationale Solidarität üben, nicht nur jeweils an unser eigenes Land denken, sondern internationale Hilfsfonds auflegen. Wir bitten dich, dass unser Wirtschaften auf anderen Wegen weitergeht, dass wir in Frieden und Eintracht mit diesem Planeten, mit deinem Geschöpf leben. Gott, und wir bitten dich für die auch in diesen Zeiten unterwegs sind, auf der Flucht sind, auch von Corona bedroht sind und die ganz schnell in Vergessenheit geraten, kümmere du dich bitte auch um sie. Gott, es gibt so manches, was wir dir vorlegen wollen, an Bitten, aber auch an Dank. Wir fassen es hinein in die Worte, die dein Sohn Jesus Christus uns gelehrt hat und sprechen jeder in der eigenen Sprache das Vaterunser. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ja, wir sind am Ende unserer Schaltung angekommen. Ich danke nochmal allen, die mitgemacht haben. Ich danke allen, die bei YouTube dabei waren. Ein paar Chat-Nachrichten habe ich gelesen aus Litauen, waren auch Menschen dabei. Das freut uns, dass wir international uns hier in diesem Raum verbunden getroffen haben. Yeah, we're at the end of this conference. I want to thank everybody who was participating and everybody who was watching and listening. I'm very happy that we were really an international audience today, because we also had some people from Lithuania following
our conference. I could see that in the chats, and this is a wonderful experience tonight. Dieser Livestream wird auf der YouTube-Plattform der Lippischen Landeskirche weiter noch anzuschauen sein. Ja, ich möchte jetzt Dietmar Ahrens bitten, für uns alle das Schlusswort zu sprechen. So you can see the conference on the live stream. The live stream can be seen, sorry, on the YouTube platform of the Church of Lippe for quite a while. If you like to see it again, or maybe to invite others to watch it. And now I'm asking Dietmar Ahrens, the moderator of the Church of Lippe, to say a few words at the end of this conference. Ja, ich möchte den Schluss wieder machen mit einem Ostergruß, den wir in unserer Kirche verteilt haben. Ich halte den mal in die Kamera, so gut das geht. Das ist der Ostergruß. Da steht drauf: Keiner ist allein, ich denke an dich. Und den haben gestaltet Schülerinnen und Schüler hier aus lippischen Schulen. Die durften ja auch nicht zur Schule gehen. Und da haben wir so eine Aktion gemacht über das Schulreferat, diese Bilder gemalt wurden. Und daraus ist diese Karte, diese Osterkarte entstanden, die viele tausend Male in der Kirche verschickt wurde, als Hoffnungsbotschaft, ich denke, die uns alle trägt. Wir sind nicht allein, wir sind in der Hand dessen, der den Tod überwunden hat. Yeah, I want to say a few words of closing. Easter greeting, that is something I want to share with you. We have a special Easter greeting here in Lippe. We performed it this year. It's a card that you just have seen when I held it in the camera. You can read on this card the words, "Nobody is alone, I think of you." It's a special card that was created by students, pupils, here it is again, by students from schools in the church in Lippe. And of course, all these students could not attend school for the last weeks. And so we initiated this creative action of painting a card for this special Easter greeting. And we gave that to people. It's a message of hope. We are not alone. We are all in the hand of that one of the Lord who has overcome death. Und wir sind nicht allein. Das gilt ja auch als Botschaft für unsere Partnerkirchen. Uns ist es immer sehr wichtig, das zu wissen, dass wir nicht allein sind als Kirche, sondern dass wir euch haben, unsere ökumenischen Partner, mit denen wir gemeinsam in besonderer Weise Kirche sind. Und das ist auch gerade in solchen Krisenzeiten, glaube ich, gut zu wissen, nein, glaube ich nicht, und das ist in solchen Krisenzeiten gut zu wissen und jetzt auch zu erleben in so einem Videomeeting, wie wir es jetzt gemacht haben, dass wir aneinander denken, voneinander hören, aber eben auch miteinander im Gebet verbunden sind. We are not alone. This is also a sign, of course, for our partner churches. We are very happy that we have you as partners. We are really happy to feel that we are church not for ourselves but together with you, and especially in these times of crisis, but not only then. Als wir vor ein paar Jahren zusammen waren, manche von uns in Leipzig auf der Generalversammlung der Weltgemeinschaft reformierter Kirchen, haben wir ein Lied sehr oft gesungen. Das hat sich bei uns in Lippe auch richtig ein bisschen durchgesetzt. Das singen wir häufiger mal. Und davon möchte ich gleich noch eine Strophe vorlesen. Maybe a few of you also joined the General Assembly of the WCRC, World Communion of Reformed Churches. Thank you so much. In Leipzig, in Germany, a few years ago. When we were there, we often sang a particular song, and this song became very attractive here in the Church of Lippe, and I'm going to quote a few words from this song in a few moments. Wir haben nämlich am Sonntag den Sonntag Kantate singend, und ich muss zugeben, dass das eine Herausforderung ist,
einen Sonntag Kantate zu feiern in einem Gottesdienst, in dem nicht gesungen werden darf. Because next Sunday will be Sunday Cantate, and it's really a challenge to have such a Sunday with this name without being allowed to sing. Und dieses Lied erzählt aber davon, dass wir singen nicht nur in guten Zeiten, sondern gerade auch das Singen uns in schwierigen Zeiten verbindet. Und so werden auch am Sonntag natürlich Lieder erklingen in der Kirche, die wir innerlich mitsingen, auch wenn wir nicht gemeinsam singen. And this song says, or the text of the song says that singing is also binding us together in difficult times. And so I'm very sure that also next Sunday we will listen to a lot of songs in our worship services, although we are not allowed to join the singing, but with our inner feelings and with our internal mood, we are going to join these songs without singing. In diesem Sinn die letzte Strophe von dem Lied Sing, Sing the Song of Life. Into hate and into dying, sing, sing the song of life. Into suffering and crying, sing, sing the song of life. Into doubt, mistrust, despair, breathe God's healing, love and care. Sing, sing the song of life. Ich möchte schließen mit der Bitte um den Segen. Ich glaube, das lassen wir einfach so Englisch stehen. Genau. Das versuchen wir jetzt nicht noch ins Deutsche zu übersetzen, sondern wir lassen es einfach mal Englisch stehen. Und So machen wir das. ich bitte noch zum Schluss um den Segen. I will ask for the blessing of the Lord. Der Herr segne uns und behüte uns. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über uns und sei uns gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht auf uns und gebe uns Frieden. Amen. Amen. Ja, dann bleibt mir zu sagen, tschüss allerseits und auf Wiedersehen auch denen, die uns auf YouTube gefolgt sind. Bis auf ein anderes Mal. Wiedersehen.